Ich heiße Sarah Schrader, ich bin 17 Jahre alt und ich bin auf dem Romain-Rolland-Gymnasium. Ich bin tatsächlich zu den Naturwissenschaften gekommen. Das ist eine ganz verrückte Geschichte eigentlich. Denn ich habe ich glaube in der 8. Klasse in Chemie in der Arbeit eine Eins geschrieben. Und dann war es irgendwie so, okay, ab heute will ich irgendwie Chemie machen. Irgendwie so in weiterer Zukunft eben WPU-Chemie wählen, dann auch eben Leistungskurs Chemie wählen. Und tatsächlich ist es wirklich so gekommen. Und das war sozusagen irgendwie so der Einstieg, auch wenn er nicht wirklich so einen richtigen Grund hatte, aber das hat sich so weiter geprägt. Und tatsächlich bin ich zu Jugendforscht auch gekommen. Das war in Verbindung mit dem Zusatzkurs Chemie. Also den kann man ab der 11. Klasse eben dazu wählen. Und dann habe ich den eben gewählt, weil eben Chemie, alles mit Chemie habe ich eben gewählt. Und dann kam eben das Thema, okay, Jugend forscht. Und das war natürlich eben eine super coole Sache auch, weil es eben so ein Wettbewerb ist, an dem halt nicht auch jeder teilnehmen kann und auch nicht möchte. Und das habe ich dann eben auch so ein bisschen als so eine Chance gesehen. Und da bin ich eben da so reingekommen. Ich bin Michelle Neumann, ich bin auch 17 Jahre alt und ich gehe halt ebenfalls auf das Romain-Rolland-Gymnasium in Berlin. Bei mir ist es eher das Gegenteil als bei Sarah, würde ich jetzt mal sagen. Ich interessiere mich eigentlich schon immer irgendwie für die Naturwissenschaften, vor allem eher in Richtung Medizin und dadurch kommt ja auch Biochemie, zählt dann natürlich dazu. Und deswegen war das irgendwie für mich immer so ein Ding und ich wusste auch, ich will das immer später als Leistungskurse wählen und hatte es dadurch auch immer als Wahlpflichtfächer genommen. Und ja, weil ich es irgendwie einfach interessant finde, vor allem das Biologische zu erforschen, so von der Welt und sowas. Und dann haben wir halt im Chemieleistungskurs halt mitbekommen mit diesem Jugendforsch, dass man da an Wettbewerben teilnehmen kann und halt irgendwas quasi auch schon in unserem Alter erforschen kann. Und das fand ich dann halt ebenfalls sehr interessant und habe mich dann halt später Sarahs Projekt angeschlossen. Genau. Also, ich habe früher tatsächlich auf einem Dorf, also in einem Dorf gewohnt, auf einem Land sozusagen. Und da hat man eben was mitbekommen von diesen Kläranlagen. Ich habe da gewohnt, in der Nähe war eine Kläranlage, deswegen hat man das mit den Gerüchen auch irgendwie immer so ein bisschen mitbekommen. Und dann waren wir halt ich halt in diesem Kurs und habe erstmal überlegt mit meiner Lehrerin, so was könnte man machen. Was irgendwie interessant ist, was vielleicht auch wirklich was bringt in Zukunft, was wirklich so einen Wert hat, was irgendwas verändern kann. Und dann sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen, weil ich das irgendwie gesagt habe, weil es bleibt immer im Kopf, weil es irgendwie so eine, wenn man nicht weiß, warum es so ist, dass es irgendwie so eine verrückte Sache ist, dass es immer so nach vor allem auch dieses nach faulen Eiern riecht. Dass es irgendeine eine total interessante Sache ist, die man irgendwie forschen könnte und dass wir dann sozusagen auf die Idee gekommen sind, dieses Thema dann auch wirklich umzusetzen und was daran zu ändern. Ja, das war halt eigentlich wegen Sarahs Idee. Also sie ist dann auf die Idee gekommen, weil sie da damals gelebt hat. Und dann haben wir die Idee sozusagen übernommen und ich war damit einverstanden und fand es ebenfalls sehr interessant, weil ich halt in Berlin geboren bin und das halt so nicht kenne. Also mir ist es so nicht präsent sozusagen und fand es deswegen interessant, dass es für andere so, wenn die dir halt da leben, quasi so eine prägende Sache ist, die man halt immer mitbekommt. Und deswegen fand ich das halt ebenfalls interessant, denn daran irgendwie zu forschen und das vielleicht sogar zu verhindern. Also Schwefelwasserstoff ist ein farbloses, giftiges Gas. Und das entsteht sozusagen durch diese sauerstoffarmen Bedingungen, die auch eben durch dieses also diese Fettablagerung auf dem Abwasser eben auch nochmal sehr doll gegeben werden. Und dann werden dort durch Bakterien, beispielsweise anaerobe Bakterien, in dem Abwasser eben Schwefelwasserstoff hergestellt. Und das große Problem dabei ist erstmal, also wie schon gesagt, es riecht nach faulen Eiern, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber für die Arbeiter, die da sind, hat Schwefelwasserstoff eben schon in sehr kleinen Mengen auch wirklich gefährliche Nebenwirkungen, beziehungsweise so Atemwegsreizungen, aber auch kann eine hohe Dosis an eben Schwefelwasserstoff eben auch zum Tod führen. Aber nicht nur das ist ein Problem, sondern auch eben die Korrosion an den eben Rohren, also hat es eben einen starken Einfluss auf die Infrastruktur, da sozusagen diese zerstört werden bzw. angegriffen werden und dann dadurch auch hohe Kosten entstehen, um dann diese ganzen Rohre wieder zu erneuern und alles. Genau. Also genau wie Sarah bereits genannt hat, ist halt, dass Schwefelwasserstoff vor allem in diesen anaeroben Bedingungen gerne entsteht. Also anaerob bedeutet ja ohne Sauerstoff. Und durch diese Fettablagerung bildet sich halt diese
Barriere sozusagen und dadurch kann halt kein Sauerstoff mehr durchkommen. Und das fördert halt sehr stark die Bildung von Schwefelwasserstoff. Und wir haben uns jetzt genau auf diese Ursache sozusagen fokussiert und wollten halt dann das Fett beseitigen, um damit halt genau diese Ursache dafür nicht mehr da ist und dann in unserer Hoffnung sozusagen Schwefelwasserstoff nicht mehr produziert wird. Wir haben uns halt informiert, was es generell schon für Möglichkeiten gibt, um das halt irgendwie den Schwefelwasserstoff zu verhindern, also zu vermindern. Und da sind wir auf Sachen gestoßen, irgendwie zum Beispiel mit so chemischen Mitteln irgendwie. Aber da gibt es halt oft ungewollte Nebenreaktionen oder Nebenwirkungen, die halt dann auch nicht so wirklich gut sind oder nachhaltig. Und deswegen haben wir überlegt, was man vielleicht noch als andere Lösung sehen könnte, wo halt keine schädlichen Sachen dabei entstehen. Und da sind wir dann halt auf die Enzyme gestoßen, weil ich jetzt zum Beispiel in Bio habe ich auch viel über Enzyme gelernt und in Chemie hatten wir auch etwas über Enzyme. Und da haben wir uns dann irgendwie beschäftigt, wie man die vielleicht einsetzen könnte, damit es quasi nur gute Reaktionen gibt. Und sind dann halt auf Enzyme, also auf die Lipasen gestoßen, die dann halt das Fett spalten können und es gibt halt keine ungewünschten Nebenreaktionen oder Nebenprodukte. Also wir haben, wie ich Michelle ja irgendwie schon ein bisschen gesagt habe, wir haben erstmal geguckt, womit könnten wir das sozusagen bekämpfen. Dann beispielsweise jetzt in der chemischen Richtung gab es einmal die Möglichkeit mit Wasserstoffperoxid, aber Wasserstoffperoxid ist jetzt nicht wirklich die ideale Version gewesen, weil eben das sehr gefährlich ist, auch vor allem mit den ganzen Korrosionen und so, und das ist ja alles auch irgendwie eine so säureartige Sache sozusagen, und deswegen wäre das nicht wirklich eine optimale Sache gewesen, wenn wir vor allem auch dagegen wirken wollen. Und dann haben wir uns eben für diese biologische, also diese Lipase entschieden, weil es ja irgendwie auch so ein sehr natürliches Produkt, sage ich jetzt mal, ist, was auch keine Nebenwirkung, was einfach sozusagen sehr friedlich sozusagen arbeitet, und dass es sozusagen eben da diese Entscheidung gab, lieber das biologisch dann in dem Fall zu machen als chemisch. Genau, also wie bereits gesagt, die Lipase sind halt Enzyme aus einem Hefepilz, den wir halt auch, der gerade deswegen so friedlich sozusagen ist, weil also wir den halt oft sozusagen im Alltag auch begegnen. Und diese spalten dann das Fett in Glycerin und freie Fettsäuren, welche dann halt ebenfalls nicht schädlich sind und gut abgebaut werden können. Der allererste Versuch, den wir sozusagen gemacht haben, war erstmal zur Herstellung von Schwefelwasserstoff, wie wir eben Schwefelwasserstoff produzieren können sozusagen. Und darauf haben wir dann erstmal weitergearbeitet, um sozusagen auf diese Abwasserebene weiterzuarbeiten, und haben dann eben sozusagen ein Modellabwasser hergestellt, einfach aus Rapsöl zusammen mit destilliertem Wasser. Also wir haben uns für Rapsöl entschieden, weil da drin Triglyceride enthalten sind. Und das sind eben auch Fette, die in Abwasser eben sehr häufig vorkommen, um sozusagen so ein sehr nahes Beispiel oder beziehungsweise sehr nahe Stoffe dann eben dazu haben. Und eben das destillierte Wasser, weil wir uns bei den Laborversuchen am Anfang erstmal auf die Wirkung von der Lipase auf das Fett, weil das ja sozusagen dann unsere Idee war, eben zu fokussieren. Und das destillierte Wasser enthält ja keine Ionen oder Verunreinigung, und dass wir sozusagen dann da keine Verfälschung haben und der Fokus dann eben auf diesem Fett liegt. Genau, dann haben wir eben in diese Mischung, also da zeigt ja auch diese klare Phasentrennung in diese zwei Phasen, das Fett oben und das destillierte Wasser unten. Dann haben wir dann einmal die Hefesuspension hinzugegeben, also einmal mit und einmal ohne. Und nach ungefähr 28 Tagen hat man dann gesehen, dass das Öl, beziehungsweise dass diese Ölschicht oben zu circa 9% wirklich auch weggegangen ist. Aber es hat also sozusagen auch so eine Trübung reingekommen. Das war aber tatsächlich auch ohne Belüftung oder so. Das war einfach jetzt erstmal so der Versuch. Also jetzt erstmal auf weiteren sozusagen so Laborversuchen. Wir haben dann erstmal das Laborversuch, den ich gerade beschrieben habe, sozusagen nochmal weiter ausgeführt und sozusagen das gleiche nochmal mit Belüftung sozusagen gemacht, um dann sozusagen den Sauerstoff da eben auch reinzubekommen. Und durch diese Belüftung hat man dann auch gesehen, dass es sozusagen besser funktioniert hat. Also nach dem gleichen Zeitraum sind dann ungefähr so 12-13% dieser Ölschicht eben weggegangen, und dann hat das eben auch gezeigt, dass es eben eine
funktionable Version ist, die wir dann auch weiter umsetzen können. Also genau, wir haben dann halt echtes Abwasser aus wirklich Kläranlagen geholt, um das halt dann an den richtigen Abwasser zu testen, weil das natürlich nochmal eine aussagekräftigere Wirkung hat als jetzt das künstliche Abwasser, was wir hergestellt haben. Es war natürlich ein bisschen unangenehmer Geruch und auch jetzt nicht so, sag ich mal, schön damit zu arbeiten, aber wir wussten, dass es halt auf jeden Fall mehr für uns bringt, um zu sehen, ob das wirklich eine gute Lösung ist. Wir mussten natürlich dann auch, wie mit den Versuchen davor, halt aufpassen mit den H2S, weil wir wussten, das ist gefährlich. Deswegen haben wir die Versuche dann unter einem Abzug gemacht und halt immer mit unserer Lehre natürlich zusammen. Aber an sich war die Durchführung dann nicht wirklich anders, sondern wir haben halt wieder die Hefesuspension halt hinzugegeben und dann halt auch beobachtet, was mit dem Fett passiert. Und da haben wir halt ebenfalls gleichen Auswirkungen sozusagen gesehen, dass das Fett deutlich zurückging. Wo wir dann auch unseren Schluss halt ziehen konnten, dass es wirklich bei echtem Abwasser auch funktioniert mit der Lösung, die wir uns halt erarbeitet haben. Bei beiden Klärwerken waren wir einmal da und haben sozusagen die erste Hefesuspension, also die Pasern, dann hinzugefügt. Und danach haben wir dann automatische Dosierstationen angeschlossen sozusagen. Und die haben dann die Mitarbeiter jeden Tag sozusagen angemacht, damit es dann halt automatisch abläuft. Genau, da war so ein Messgerät von der H2S-Konzentration angeschlossen und diese Daten haben wir dann halt immer übermittelt bekommen und konnten halt so sehen, wie sich die H2S-Konzentration entwickelt über den Zeitraum, wo wir das Lipasan hinzugeben. Wir haben sozusagen diese ppm-Werte bekommen, also wie hoch der Schwefelwasserstoffanteil eben in dem Abwasser ist. Und dann sozusagen eben so eine Grafik, wo man genau sehen kann, wie sich das sozusagen auch ändert. In Aschaffenburg beispielsweise haben wir wirklich gesehen, es gab wirklich so eine richtige Kurve, wo es nach unten geht, wo man wirklich gesehen hat, das hat uns auch wirklich ein bisschen so glücklich gemacht, weil wir haben gesehen, okay, wirklich das, was wir jetzt uns überlegt haben, hat wirklich funktioniert, es hat wirklich irgendwie einen Zweck gehabt und es hat sich irgendwie durchgesetzt. Dadurch, dass eben auch diese Fettablagerungen weniger geworden sind und alles, dass sozusagen auch diese Pumpleistungen verbessert wurden, dass es irgendwie alles so ein rundes Bild ergeben hat, dass es irgendwie alles in eine Richtung Verbesserung geht. Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja bereits gesagt, dass ich mich sehr für die Medizin interessiere. Deswegen ist eigentlich mein Plan auf jeden Fall, in der Medizinrichtung zu arbeiten. Ich muss noch schauen, ob ich wirklich Medizin studieren will und Ärztin werden möchte oder ob ich irgendwie überlege, gerade so einen Nebenweg zu gehen und so einen Beruf einzuschlagen, der so relativ neu ist, der ist so zwischen Krankenpfleger und Arzt. Aber auf jeden Fall ist das meine Vision, sozusagen in der Medizinrichtung zu bleiben und da zu arbeiten. Also mein Ziel vor noch sehr kurzer Zeit war es eben wirklich Pharmazie zu studieren und dann irgendwie wirklich so in die Art Forschung oder so zu gehen, neue Medikamente, irgendwie sowas. Jetzt gerade bin ich dabei zu überlegen, ob es doch Lebensmittelchemie wird, weil das irgendwie auch total so ein anderes, aber sehr interessantes Gebiet auch ist. Deswegen mal da gucken, aber schon irgendwas in die Richtung Chemie auf jeden Fall.